Hallo, mein Name ist Silvia und in diesem Video möchte ich uns ein bisschen vorstellen und euch davon erzählen, wie mein Mann und ich mit 51 und 47 Jahren zum ersten Mal Hundeeltern wurden. Falls euch diese Geschichte nicht interessiert, dann rate ich euch einfach jetzt auszuschalten und zum nächsten Video zu springen, wo ich euch Sophia vorstelle, weil das mein erstes Video ist, wo ich live spreche in eine Kamera und ich komme mir dabei blöd vor. Ich schiebe dieses Video jetzt schon ungefähr ein Jahr vor mir her, weil ich mir immer denke, okay, heute noch nicht und jetzt sammle ich erst noch ein bisschen was. Aber heute schön. Oder für die Leute, die sich dafür interessieren, wie das alles angefangen hat, hole ich jetzt mal ein bisschen aus. Und zwar im Oktober 2018 war ich auf einer einwöchigen Reise in den USA und dort wurde ich auf wundersame Weise von meiner lebenslangen Hundeangst geheilt. Ich weiß gar nicht, warum ich mein Leben lang Angst vor Hunden hatte, aber immer wenn ein Hund auf mich zugelaufen kam oder gebellt hat, dann bin ich wie so eingefroren. Und das ist mir auch in den USA passiert mit so einem ganz kleinen Hund. Und dann habe ich mir einfach die Zeit genommen, diesen Hund näher kennenzulernen. Und dann habe ich mich in den Hund verliebt und irgendwie hat mich dieser Hund von meiner Hundeangst geheilt. Und danach fing das dann irgendwie so an, dass wir uns überlegt haben, vielleicht uns einen Hund anzuschaffen, auch weil unser Sohn 2019 war er 14 Jahre alt und er ist eben als Einzelkind aufgewachsen. Und wir haben gedacht, es ist bestimmt ganz schön, wenn wir einfach einen Hund haben. Aber schon zu diesem Zeitpunkt hatten wir geplant, eine ungefähr 4-wöchige Reise durch die USA zu machen, weil ich dort viele Freunde habe und die besuchen wollte. Und wir haben dann gesagt, okay, wir holen uns den Hund erst nach der Reise, weil es macht keinen Sinn, sich einen Hund anzuschaffen und den dann nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten erstmal für einen Monat wegzugeben. Das wollten wir nicht. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen erst die Reise und danach kümmern wir uns um das Thema Hund. Im Januar 2020 haben wir dann unsere Flüge gebucht für eine wunderschöne Reise im Westen der USA von San Diego, ich habe dort eine Freundin, bis hoch in den Norden, noch nördlich von Seattle, kurz vor der kanadischen Grenze, wo ich einen Freund habe, einen Kumpelfreund. Und ja, wir haben uns total drauf gefreut. Und dann kam Corona. Und diese Reise konnte im Endeffekt leider nicht stattfinden. Und damit ist auch das Thema Hund erstmal nach hinten geschoben worden. 2021 haben wir die Reise immer noch nicht machen können, 2022 auch noch nicht. Und unser Sohn wurde immer älter und wir haben gesagt, also wenn wir uns einen Hund anschaffen, dann lieber, wenn er auch noch davon was mitkriegt und nicht erst kurz bevor er dann sowieso irgendwie auszieht wegen Studium oder so. Ich hatte dann die tolle Möglichkeit, im Oktober 2022 für ungefähr 10 Tage alleine in die USA zu fliegen, weil Reisen ist für mich ganz arg wichtig, im Gegensatz zu für meine Männer. Mein Sohn mag eigentlich überhaupt nicht reisen und mein Mann reist ganz gerne, wenn ich so alles plane, aber er braucht es nicht so dringend. Aber für mich ist Reisen total wichtig und ich war so froh, dass es endlich wieder möglich war. Und ich habe eben viele Freundinnen in den USA und habe dort in diesen 10 Tagen 2 verschiedene Familien besucht. Und in beiden Familien gab es Hunde. Die erste Familie hat einen Hund, in die habe ich mich total verliebt. Und in der zweiten Familie gab es sogar 3 Hunde. Und als ich zurückkam, habe ich zu meinen Männern gesagt, wir brauchen einen Hund. Und wenn ich dann so eine Idee habe und mich festgelegt habe, dann will ich eigentlich immer, dass das ganz schnell geht. Und wir haben uns dann umgeschaut, aber wie ihr vielleicht wisst, während diesen ganzen Corona-Restriktionen haben sich viele Leute einen Hund angeschafft, weil es gab ja sonst nichts zu tun
wenn man einen Hund hatte, durfte man eben rausgehen zu bestimmten Zeiten, die andere Leute nicht durften und so. Und daher war das Angebot an Hunden eigentlich sehr schlecht. Ähm, für uns kam eigentlich sowieso eher so ein Hund aus dem Tierheim in Frage, und wir haben uns dann bei uns im Umkreis einfach umgehört und haben festgestellt, die hatten keine Hunde, außer ähm, welche, wo es dann hieß, ja, werden nur an Leute mit Hundeerfahrung abgegeben, und wir hatten ja alle keine Hundeerfahrung. Und dann fiel das weg, und ja, ich habe dann einfach ein bisschen weiter im Internet recherchiert und bin dann auf eine Tierschutzorganisation gestoßen, die Hunde aus Süditalien vergeben. Straßenhunde oder Hunde, die aus irgendwelchen Gründen eben ja, abgegeben wurden oder einfach ja, kein anderes Zuhause mehr hatten. Und dort habe ich auf der Seite mir die ganzen Hunde so angeschaut. Und wir hatten uns schon ein bisschen überlegt, was so zu uns passen würde. Wir wollten auf jeden Fall einen weiblichen Hund haben, weil wir irgendwie gedacht haben, das ist ein bisschen ruhiger. Und wir wollten einen älteren Hund. Das hat zwei Gründe. Zum einen, wir hatten ja überhaupt keine Hundeerfahrung und wussten nicht so richtig, passt ein Hund auch wirklich in unser Leben. Und dann haben wir uns gedacht, wenn wir jetzt einen älteren Hund adoptieren, der lebt nicht mehr so lange, hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber dann ist das Problem für uns schneller wieder geklärt. Und zum anderen, keiner will einen alten Hund adoptieren. Warum auch immer. Die älteren Hunde sind meistens die ewig im Tierheim oder im Tierschutz bleiben, weil keiner sie haben will. Und ich habe dann auf dieser Seite Sophia gefunden. Die hat einfach so von der Größe her uns gefallen, nicht zu groß, nicht zu klein. Von ihrem Wesen her war sie als ruhiger Hund beschrieben, und das haben wir gedacht, passt so zu uns in die Familie rein. Und sie war, ich glaube, 10 Jahre alt. Und dann haben wir angefangen, die Organisation zu kontaktieren. Ich habe eine E-Mail geschrieben, dann gab es ein Telefonat, das lief ganz gut. Dann fand irgendwann eine Weile später ein Besuch statt, weil die wollten sich natürlich informieren, wie wir leben, sicherstellen, dass dieser Hund in ein gutes Zuhause kommt, ja, dass alle in dem Haushalt lebenden Personen mit diesem Hund einverstanden sind, dass der Hund Garten und Auslauf hat, einfach, dass die Gegebenheiten für einen Hund passen. Auch was das Finanzielle angeht und ob man in diesem Haus, ich meine, wir wohnen in einem eigenen Haus, aber zum Beispiel in einem Miethaus, ob man dort überhaupt Haustiere haben darf. Das hat dann alles gepasst, und somit lief dieser ganze Antrag, und es sah ganz gut aus, dass wir Sophia bekommen. Jetzt ist es so, dass von diesem Refugium in Süditalien nur einmal im Monat Hunde nach Deutschland gebracht werden. Das heißt, es wird immer gesammelt, und dann wird noch von anderen Tierschutzorganisationen und Plätzen wird dann so eine Ladung an Hunden zusammengestellt. Ich glaube, es waren 30 Hunde in diesem Transporter, und die kommen dann in einem 24-stündigen großen Reise von Süditalien, werden die dann nach ganz Deutschland gebracht, und dann eben an den verschiedenen Orten gibt es dann diese Übergabe. Und den November-Transport, den haben wir gerade verpasst und mussten deswegen bis zum Dezember-Transport warten. Und das war der 10. Dezember. Und wir haben uns natürlich in der Zeit vorbereitet. Was müssen wir alles beachten? Erstmal, um überhaupt einen Hund zu haben, und dann, was muss man beachten, wenn man einen Tierschutzhund adoptiert? Da gibt es nochmal ganz andere Dinge, weil diese Hunde bringen Erfahrungen mit. Diese Hunde haben, ja, oft sind es Straßenhunde, die haben einfach einen anderen Charakter, weil sie sich anders zurechtfinden mussten in der Welt, als die Hunde, die hier einfach gezüchtet werden oder die hier in Deutschland
in ja, geborgenen und sicheren Verhältnissen aufwachsen. Und wir haben uns intensiv vorbereitet in der Zeit. Wir waren super aufgeregt. Wir haben natürlich alles besorgt. Bett und Leine und ähm, genau. Und in dem nächsten Video werde ich euch erzählen, wie es dann war, als Sophia zu uns gekommen ist. Und ja, bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn ihr das nächste Video schaut. Tschüss!